Die Plejaden haben Issa Rashid wurde 1956 also von den Plejaden impulsmäßig dazu aufgefordert, mich, Eduard Albert Meyer, zu kontaktieren. Mhm. Auf einmal so, ich muss dem Billy Meyer schreiben. So war das ja sicherlich nicht. Ja. Wie kann man sich das vorstellen, dass er mit dir in Kontakt tritt? Weißt, wie soll ich dir das sagen? Es ist einfach noch zu früh gewesen. Für ihn? Es ist einfach noch zu früh gewesen. Für ihn und für mich. Ja. Ja, er ist damit ja dann nicht fertig geworden im Grunde, Nein. innerlich, Nein. was er da entdeckt hat. Nein. Und er hat dann die Grabhöhle entdeckt, wo sie ihn dann auch geführt haben im Grunde, ohne dass er das gemerkt hat. Ja. Und er hat dann halt nicht die Schrift gefunden, aber er hat dir die Höhle gezeigt und du hast dann die Schrift gefunden. Ja. Den Talmud Emanuel. Ich bin erst auf Jordanien oben alleine, zu der Zeit, wo es geheissen hat, ich soll dann und dann runtergehen und nicht früher. Ah ja. Und dann... Ich bin schon vorher nicht unten gewesen, mit der Semjase und Asket. auch schon mit der Asket und also zuerst mit der Asket. Später dann, das ist bereits gewesen, wo ich wieder retour bin, in der Schweiz alleine mit der Semjase. Aber zuallererst bin ich da unten mit dem Sphalt. Da bin ich zuallererst da unten gewesen. Nachher bin ich mehrmals da unten gewesen mit der Asket. Und da habe ich den Dings kennengelernt, auch von Russland, der Irschi oder Irschi. Ja. Irgend so etwas hat er geheissen. Ja, der war ein kurliger Name jedenfalls. Ja. Der war mit euch ja unterwegs. Er ist mit uns unterwegs gewesen, auf Frankreich haben wir ihn mitgenommen. Eben der, Jechieli hat er, geheissen, der in Frankreich. Dem, wo ich dann eine Taschenlampe gegeben habe. Ja, aber wie bist du mit Issa Rashid in Kontakt gekommen? Issa Rashid bin ich eigentlich in Kontakt gekommen, über den Roger de Polatzky. So ist das gekommen. Ja. Okay. Ja. Der de Polatzky war geheiratet mit der Frau von Bethlehem. Da bin ich noch bei dieser Familie unten, habe ich noch gewohnt, einige Zeit. Weißt, da haben wir alle zusammen im gleichen Raum geschlafen, in der Stube rein, wie man so sagt, im Wohnraum rein. Alle miteinander dort. Wir sind etwa 10 oder 12 Leute sind wir gewesen. Haben im gleichen Raum rein, haben wir alle zusammen, es war schon mal des Nachts Geschnarch gewesen und weiss ich was. Und da hat man einfach eine Decke auf den Boden gelegt und auf dem Boden geschlafen. Da sind keine Betten gewesen, nichts. Oder da hat man einfach gemeinsam im gleichen Raum hat man backen und am Boden unten. Ah ja. Ja. Ja, und da bei ihm hast du dann Issa Rashid getroffen. Bei dem Genau. Roger de Genau. Die kannten sich. Ja, genau. Alles klar. Und Roger de Polatzky hast du durch deine Reisen, deine Globetrotter-Reisen getroffen halt. Ja, das Ne, ja, unterwegs, du warst auf Tour. Natürlich. Und so hast du Ja. ihn getroffen. So kam das. Gut. Und zwar hatte Der er... Issa Rashid ist eigentlich Priester gewesen, weisst? Ja, Laienpriester. Ja. Und er hatte dann hier, heißt es, getrieben
Getrieben durch seine Angst begann er dann offenbar aber doch unvorsichtigerweise Dinge zu erzählen. Wo er nicht hätte sollen. Ja, durch die jüdische und Und christliche... das hat ihm von den Oberen, nicht vom Volk, aus dem Volk ist nichts gewesen, aber von den Oberen wieder, genau wie zu Immanuels Zeiten, von oben aber hat es einen Stunk gemacht. Ja, genau. Jüdische und christliche Kreise erst auf das Vorhandensein der Originalschriftrolle aufmerksam wurden. Ja. Die wussten da ja gar nichts von. Ja, genau. Und dann 74 musste er dann deswegen mit seiner Familie zusammen das Land fluchtartig verlassen. Er nahm die Originalrolle mit sich und begab sich offenbar heimlich in das Flüchtlingslager Ain el-Hilwe im Süden Eben von in Libanon. Libanon, ungefähr 35 Meilen nördlich von Israel, Ja, wo er jedoch durch seine Verfolger ausfindig gemacht wurde. ja, richtig. Nur wenige Stunden vor einem israelischen Überfall auf das Lager, in dem er mit seiner Familie lebte, versteckte er die umfangreiche Schriftrolle in einer Holzwand. Ja, Isa Rashid, und dabei verbrannte dann die Ja, Rolle, ja. weil sie das zerstört Genau. haben, das Haus. genau. Isa Rashid und seine Familie überlebten diesen Überfall am 20. Juli 1974, der als Vergeltungsschlag auf einen Guerilla-Einfall aus dem Libanon ins nördliche Israel getarnt wurde, nur sehr knapp. Hm. Und dann nur knappe 2 Jahre später ereilte Isa Rashid aber dann doch das Schicksal, vor dem er sich so gefürchtet hatte, und zwar im März 1976, als er nach Semjases Aussagen in Bagdad im Irak ermordet wurde. Ja, ja. Ja. Ich habe ihn das letzte Mal habe ich ihn gesehen eben in Bagdad, oder? Das ist, Ja. Das Interessante ist, wie ja die Leute, die den Staat oder die Religion kontrollieren, wie die mit Argusaugen alles beobachten und Daten filtern beziehungsweise durchgehen. Ja. Die nehmen das ernst, wenn du das jemand auf der Straße erzählt hättest, was er gefunden hat. Das kann ich seit Bub her, dass das so ist. Ja, da, Weißt du, die Religion, Religiösen und die Sektierer und so, die haben das aus dem FF, ja, wie man das so sagt, oder? Weißt du, da kannst nichts machen dagegen. Die kommen dir auf die Schlich, wo du auch hergehst, oder? Und, ja. weißt du, und dann, ja, der Dings, ich habe einen Roman geschrieben über ihn. Nur einen Roman geschrieben mit ihm, über ihn. Er ist ein Türk gsi. Und ist nachher auf Bagdad gegangen. Und ich habe ihn in Bagdad kennengelernt. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber wenn er nicht so eine Angst gehabt hätte, dann hätte es ihn vielleicht auch nicht unbedingt ereilt. Diese Angst zieht dann oft natürlich das noch zieht, an. Ne? Das zieht dann erst recht an. Das, Ja. weißt, das löst dementsprechend die Schwingungen aus und die verbreitet sich Ja. ungewollt, oder? Und dann manifestieren sich die Dinge gerade Ja, dann so, ist wie man es eigentlich nicht möchte. Das siehst du überall. Wenn ein Mensch Angst hat, wie es ausstrahlen tut, das Nächste trifft und ein klein, wenn der Mensch, der Nächste, ein klein aufnahmefähig ist, ein klein fühlfähig, empfindungsmässig, dann merkt er das. Und solche Sachen erst recht, oder das, weißt du, so Schwingungen gehen eben weit um. Ja. Ja, genau, ja. Dann passiert meistens das, was eben nicht sollte passieren. Ja.
Ja, oder wo man eben diese große Ja. Angst vor hat, ne? Ja. Dass sich das dann eben gerade manifestiert. Etwas weiter sagt, gibt da eine Erklärung, das auch, glaube ich, ja, in einem Kontaktbericht, 504. Da sagt er, die Regel ist leider die in Bezug auf einen religiösen oder gar religiös-sektierischen Glauben, dass sich dieser auf die Gene auswirkt und von dieser Seite her auf den maßgebenden Schläfenlappen derart stark wirkt, dass nicht wieder den Glauben gehandelt werden kann. Ja, weil eben, weißt du, es entsteht durch das eben ein Fanatismus. Und der Fanatismus macht sich dann bemerkbar auf die Art und Weise, dass nicht mehr kannst zurückhalten. Ja, Du kannst dich nicht mehr von dem fernhalten, sondern das Wort musst es dann praktisch machen. Es gibt ein effektiv Muss dahinter. Weißt du, der Drang. wird immer stärker. Ja. Und das löst dann eben den Fanatismus aus. Und der Fanatismus, der ist so stark, dass der Fanatismus praktisch nicht mehr kannst beschränken. Dass sich der durchsetzen tut. Und das ist sehr übel für den Mensch. Das siehst du auch dort, wo Krieg geführt wird. Der Mensch, wo das erste Mal einen anderen dann umbringt, oder? Der macht das immer weiter und weiter und weiter und weiter und immer fanatischer und fanatischer. Das siehst du da jetzt in Israel unten. Dort siehst du es ganz besonders, wie es im letzten Weltkrieg vom Hitler aus war. Genau dasselbe war. Oder in der Ukraine, wo das Militär oder Zöllner oder was es dann ist, einfach die Einheimischen selber abknallen, den anderen in die Schuhe schieben und so weiter und so fort. Oder? Wie es zum Beispiel in der Ukraine war, wo Bermunda und ich gesehen haben, wie ukrainisches Militär Zivilpersonen abknallt hat und nachher das der Russen in die Schuhe geschoben hat. Ja, im Bucher, ne? Bei Ja. Kiew. Ja. Das war so eine Aktion, ja. Wo dann die Ursula von der Leyen dann extra noch hingeflogen ist. Ja, und genau. Groß in den Medien. Ich glaube, das letzte Jahr ist es, glaube ich, oder wann? Ja, so glaub ich, Letztes oder vorletztes Jahr vorletztes ist Jahr es glaube ich, gewesen. schon gewesen, ja. Das Ja. war, das war also eben schon, das war noch ziemlich am Anfang des Krieges, glaube ich, als sie da eben schon in der Nähe von Kiew waren. Ja. Und das ist dieser kleine Ort in der Nähe von Kiew, Mhm. wo der Bürgermeister sagt, das ist der größte Tag in der Geschichte des Ortes und die Russen sind weg. Ja. Ja. Und dann am nächsten Tag liegen da die Leichen in der Straße. Ja. Ja. Oder übernächsten Tag. Dabei sind sie Heimische selber gewesen. Ja. Und weißt du, der Krieg wird nicht eigentlich von Ukrainern geführt oder Russland von den Russen, sondern von fremden Söldnern. Aus aller Welt. Aus aller Welt hat in der Ukraine, aus aller Welt Söldner dort. Ja. Hunderte, Tausenderweise. Ja. Weil da sind dann eben chinesische und nordkoreanische Die sind bei den den Russen. Und die Ukrainer haben aus der ganzen restlichen Ja, Welt. richtig. Ja. Sogar Schweizer. Und dann sagt Tar weiter, das bedeutet, dass der Mensch, wenn er einem religiösen Glauben verfallen ist, in Bezug auf die Entscheidungsfähigkeit hinsichtlich des Glaubens und all seiner Zusammenhänge nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Mhm. Also können durch den Glauben in Bezug auf diesen selbst sowie bezüglich all dessen,
was damit zusammenhängt, keine verstandes- und vernunftmäßigen Gedankengänge mehr gepflegt werden, weil der religiöse Glaube den Menschen umfänglich befangen und zu seinem Sklaven macht. Ja, das ist genau so mit dem weltlichen Glauben. Wo zum Beispiel in Politik, auf Politik bezieht. Oder wo sich zwischen zwei Menschen oder einer Gruppe ergibt und wo sie glauben tun, statt überlegen tun, selber denken tun, sondern nur noch glauben tun, passiert genau dasselbe. Nur auf eine andere Art und Weise. Ja, so wie sicherlich viele von den Staatsführenden im Westen glauben, Ja. dass sie das Richtige tun, Ja, genau. wenn sie da Waffen an die Ukraine liefern. Ja. Die sind da, Genau. ich glaube, viele sind da wirklich von überzeugt, oder einige zumindest. Und jetzt ist, das wird sich jetzt wieder erweisen mit dem Weißen Haus, mit dem Trump und dem Netanyahu. Die sind ja jetzt zusammengekommen, oder? Und was sich dort ergeben tut, wird das sein, dass jetzt Amerika wieder hinter der Ukraine steht und ums Verrecken mehr tut wieder auf die Ukraine einwirken, als das vorher war, was der Trump gemacht hat, wieder auf die gleiche Art und Weise, wie das vorher der Biden gemacht hat, mit seiner Crew, oder wie dem muss sagen, und der Hintergrundregierung, wo dort in Amerika sehr stark ist und einen Einfluss hat auf den Präsidenten, wird jetzt nach dem, was ich weiss, von der Zeit vom Vater noch, wird jetzt dann wirklich kommen, wo der Netanyahu und der Trump zusammenarbeiten, ideenmässig, um Russland zur Sau zu machen, indem sie jetzt Ukraine wieder aufbauen wird, in Bezug auf Waffenlieferungen, auf Hintergrundbeistand und so weiter und so fort. Heimlichen Beistand und was von Amerika wieder direkt gelenkt wird. Ja. Und das wird jetzt passieren. Wahrscheinlich wird es lang gehen, bis das auskommt, bis jemand einmal drauf kommt, dass das passieren tut. Und das wird in den nächsten Tagen wird das wahrscheinlich festgestellt werden, wenn überhaupt, oder? Dann wird es in den nächsten Tagen kommen. Ja. Ta beschreibt das hier in Bezug auf den Glauben, diese Gedankenlosigkeit und dies. Es ist nur ein Glaube. Es ist nur ein Glaube. Ja. Es ist nicht das wirklich darüber nachdenken über die Sache, sondern es ist ein Scheindenken über das, was tatsächlich ist. Es wird nur scheinbar das denkt, was Wirklichkeit ist, sondern es wird das denkt, was nicht Wirklichkeit ist, was glaubensmäßig angenommen wird. Und das ist das sogenannte Scheindenken. Ja. Er sagt, keine verstandes- und vernunftmäßigen Gedankengänge mehr gepflegt werden. Ja, genau. Und mir scheint, dass das eben, je mehr man das tut, je mehr Zeit man vom Tag dafür aufbringt, Ja. desto mehr wirkt sich das nachher auch auf all dein anderes Denken, dein weltliches Denken aus. Ja, genau. Dass das nicht nur auf den das Glauben das weltliche Denken und das religiöse Denken, es funktioniert genau gleich. Nur ist das eine eben das weltliche Denken und das andere das religiöse Denken. Und das religiöse Denken, das hat eben, dass der
liebe Gott existiert und der alles lenken und führen tut. Oder? Ja, Im Glauben auch. ja. Oder? Weil man erzogen wurde, nicht kritisch zu denken, Genau. nicht zu hinterfragen. Und wenn das erstmal etabliert ist, dann hinterfragst du nachher eben auch Ja, die genau. Autoritäten nicht. Genau. Ja? So ist es auch im weltlichen Denken genau gleich. Da wird auch keiner, der politisch denken tut, das, was geht und läuft, hinterfragen. Ja. Genau so wie bei der Religion. Es wird nicht hinterfragt. Es wird nur geglaubt, es ist so, es muss so sein und es bleibt so. Ja. Ja. Das ist eben, was auch die Hannah Arendt geschrieben hatte über Adolf Eichmann, dieser Prozess in Jerusalem, als sie den geschnappt hatten, dass das kein Monster war, sondern der hatte den Auftrag eben Judenvernichtung, Ja, das und das ist hat er gewesen. hat er versucht, so gut wie möglich umzusetzen. Ja, genau. Aber der hat nicht die Juden Es wird nicht so gehasst. hinterfragt. Ja, Es wird nicht hinterfragt. Ja. Es wird einfach an das geglaubt, was gesagt wird. Ohne, dass man hinterfragen tut. ja. Und das hat sie dann halt die Banalität des Bösen genannt. Ja. Weil das ist so banal, wirklich. Wenn du die Leute triffst, denkst du, ganz umgänglich. Und, Ja, wenn du denkst, es ist wirklich banal. ja. Und Es ist sogar mehr als banal. ja, dieses bürokratische, da kann eine solche Kälte hinterstehen. Ja. Der hat halt gesagt, ja, ich habe halt getan, was man mir aufgetragen Ja, hat. genau. Und das haben sie alle gesagt. Und so ist das auch immer geblieben, auch mit allen anderen Ländern. Genau. Das ist, Ob das jetzt russische Weißt du, Soldaten sind ja. oder ukrainische. ja, das Oder ist israelische das ist oder genau was. gleich. Ob es da oder dort oder anderswo ist, es ist überall genau dasselbe. Es ist sogar in der Schule so. Ja, da geht's In ja los. jeder Schule von Alters her. Ja, Oder? Weiss nicht, weisst, wenn irgendetwas ist, dann hast du müssen herheben und der Lehrer ist mit dem Lineal gekommen und hat dir draufgehauen. Das hat man Töpen genannt. Der Lehrer hat Töpen gegeben, hat man bei uns dem gesagt, oder? ja, Wenn irgendetwas war, du hast nicht selber gedacht, oder? Dann bist du gestraft worden dafür. Statt 2 und 2 hat halt 5 gegeben, oder? Dann hat der Lehrer dir Töpen gegeben. Denk mal darüber nach, was 2 und 2 ist. Das gibt doch nicht 5, das gibt 4, oder? Dann hast du Töpen bekommen und wegen dem, dass du Töpen bekommen hast, dass er dir den Lineal auf die Finger gehauen hast, hast du gewusst, aha, 4. 2 und 2 gibt 4. Nicht 5. ja. Oder? Das ist genau dasselbe. Ja. Es ist eine Banalität ohne Gleiche. Mit anderen Worten, der Mensch lernt nur durch das, dass er Schaden kriegt. Ja, muss ja nicht gewesen. Also, Ja, wenn wenn er selber denkt, dann ist er nicht darauf angewiesen, dass er muss Schaden erleiden. Er muss nur Schaden erleiden oder er wird Schaden erleiden, dass er nicht selber denkt, dass er Scheimdenken tut, statt selber überlegen tut, was ist die Wirklichkeit, was ist die Wahrheit. Oder? Dann, wenn er das macht und das richtig macht, was muss richtig gemacht werden, dann erleidet er keinen Schaden. Oder? ja, das Denken wird ja gar nicht gelehrt. Das ist ja Nein, nur über Strafe dann gelaufen, ne? Weil man Ja, Angst vor eben. der Strafe hat. Das ist nur über die Strafe gelaufen. Das ist ja banal.
dass Ja, so ach so. etwas überhaupt passieren tut. Dass der Mensch nur etwas nachher glauben oder verfechten tut durch das, dass er zuerst den Schaden erleiden tut. Und nachher ist es nur ein Glaube. Es ist nicht das, dass er wirklich denken tut. Er tut ja nur Ski denken, er tut ja nur glauben. Er tut die Hand herheben, er kommt Tatzen über, weil er eben einen Fehler gemacht hat, oder? Und das richtige Resultat wird ihm gesagt und dann glaubt er an das und tut das nachher verwächten. Ja. Aber das ist ja eben nicht denken lernen. Ja, Und das das ist ist ja nicht Lernen. genau. Das ist Glauben, Ja. Eben einprügeln. ja, Sagt man ja so. ja. Indoktrinieren. Ja. Oder ob's dann durch Wort ist oder durch Prügel ist oder weiss ich was, durch Foltern ist oder weiss ich was. Ja. Es ist nur ein Glaube. Ja, und es sollte eben durch Erklärung, sodass Ja, die Person dass man selbst selber lernt zu drauf denken. kommt und selber tut denken und selber tut finden, was die Wirklichkeit und die Wahrheit ist. Ja. Ja.